Hallo und herzlich willkommen bei Tech Talk. Mein Name ist Alex und hier machen wir genau das. Wir sprechen über Technik, Software, KI, Smart Home, praktische Tipps und Tricks und vieles mehr. Also aktiviert die Glocke, lasst ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keinen Tech Talk verpasst. Heute geht es um die Aqara G100 Kamera, was sie so besonders macht und ob sich ein Kauf lohnt. Das klären wir nach dem Intro. Viel Spaß! Das Design der Kamera gefällt mir wirklich sehr gut. Sie ist minimalistisch und sehr kompakt. Hier der direkte Größenvergleich mit der Aqara E1 Kamera. Hier sieht man deutlich den Größenunterschied. Ein Video zur E1 wird ebenfalls folgen. Auf der Vorderseite ist der Scheinwerfer zu sehen. Auf der rechten Seite befindet sich hinter der Lasche ein Reset-Button und ein MicroSD-Kartenplatz für die lokale Sicherung der Videos. Aqara bietet mit Home Guardian ihren eigenen Cloud-Sicherungsdienst. Die Preise sowie die Unterschiede zur lokalen Sicherung habe ich ebenfalls eingeblendet. Um die Videos in Apple Home zu sichern, benötigt ihr ein iCloud Plus Speicherabo von mindestens 50 GB für eine Kamera. Wenn ihr mehr Kameras verwenden wollt, benötigt ihr das nächstgrößere Abo. Die Videos werden nicht angerechnet, das Abo dient lediglich zur Funktionsfreischaltung von HomeKit Secure Video. Apple Home hat auch Einschränkungen wie die maximale Auflösung von 1080p. Auf der Oberseite und linken Seite der Kamera haben wir nichts mehr. Auf der Rückseite haben wir einmal den integrierten Lautsprecher sowie das fest verbaute USB-C-Kabel. Dieses ist durch ein Gummi geschützt. Das USB-C-Kabel verwendet ihr einfach hier mit dem Anschluss. Besonders cool finde ich, dass sie wirklich flexibel verwendet werden kann. Ihr könnt sie einfach hinstellen oder so anpassen und bewegen, wie ihr es gerade braucht. Ihr könnt sie sowohl an die Wand als auch an die Decke montieren. Die Kamera ist mit Apple Home, Amazon Alexa und Google Home kompatibel. Somit unterstützt sie alle drei bekannten Systeme. Der Lieferumfang hält sich wirklich in Grenzen. Wir haben zum einen die Garantie und Bedienungsanleitung, ein 1,5 Meter langes USB-C-Kabel und die Kamera selbst. Bitte beachtet, ein Netzteil liegt dem Lieferumfang nicht bei und muss separat erworben werden. Anders als bei den Bewegungsmelder und Tür- und Fenstersensoren von Aqara benötigt ihr auch ein Aqara Hub. Wie in meinem Beispiel den Aqara Hub E1 oder den neuen Aqara Hub M100. Ein Video zu den beiden wird ebenfalls folgen. Aber ein weiterer Vorteil der Kamera ist, ihr braucht keinen Aqara Hub, um diese einzurichten. Ihr könnt die Kamera ganz einfach einbinden. Und wie das funktioniert, seht ihr später im Video. Die Kamera bietet mit ihrem Sichtfeld von 140 Grad und einer 2K Auflösung ein super Bild. Ein weiterer Vorteil ist, die Kamera kann auch im Freien verwendet werden. Dank IP65 ist sie gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Wir haben uns für eine Deckenmontage im Flur entschieden. Somit kann die Kamera den kompletten Eingangsbereich erfassen. Besonders gut hat mir gefallen, dass die Kamera so kompakt ist und somit unauffälliger wirkt. Hier seht ihr nun ein Beispiel der Auflösung der Kamera tagsüber mit eingeschaltetem Licht. Aber auch mit Tageslicht ist das Bild wirklich gut und bei kompletter Dunkelheit ist das Bild auch dank Infrarot gestochen scharf. Hier seht ihr einen kleinen Vergleich zwischen dem Sichtfeld von 101 Grad der E1-Kamera und der 140 Grad der G100-Kamera. Der eingebaute Scheinwerfer kann entweder manuell oder mit Bewegungsmelder gesteuert werden. Um die Kamera in der Aqara-App einzurichten, gibt es zwei Wege. Entweder die Kamera wird automatisch erkannt oder ihr scannt den QR-Code auf der Unterseite. Stellt aber bitte sicher, dass ihr vor der Einrichtung mit dem WLAN verbunden seid. Als nächstes gebt ihr euren WLAN-Schlüssel ein. Beachtet bitte, die Kamera unterstützt nur 2,4 GHz. Warten Sie bitte auf die Netzwerkverbindung. Das Konto ist erfolgreich verbunden. Willkommen an Bord. Das war's auch schon. Die Kamera ist nun eingebunden. Wenn ihr auf eure Kamera klickt, seht ihr nun eine Live-Ansicht und könnt auch die Auflösung anpassen. Die ist bereits auf 2K eingestellt. Und mit dem Auge aktiviert ihr den Modus Privatsphäre, dann ist die Ansicht ausgeschaltet. Leuchtet die LED blau, bedeutet es, die Kamera ist online. Leuchtet die LED rot, bedeutet es, sie filmt gerade oder jemand tut darauf zugreifen. Achtet bitte darauf, dass die Kamera auf dem neuesten Stand ist. Die könnt ihr in den Einstellungen aktualisieren. Für Deckenmontage geht ihr auf die Einstellungen, Einstellung der Kamera, Einstellung des Videos, Installation und wechselt die Ansicht. Hier könnt ihr die Lautstärke der Kamera regulieren. Die Kamera bietet auch eine RTSP-Funktion an, das bedeutet, ihr könnt sie beim Aktivieren die Kamera auch über den Browser zugreifen.
Damit euer Smart Home reibungslos funktioniert, würde ich jedem empfehlen, je nachdem welches System ihr benutzt, eine Steuerzentrale zu beschaffen. Zum Beispiel ein HomePod für Apple Home, ein Echo-Gerät für Alexa oder ein Google Nest Lautsprecher für Google Home. Fangen wir mit Alexa an. Hierzu geht ihr in den Einstellungen und sucht nach Skills. Hier sucht ihr dann nach den Aqara Skill. Anschließend verbindet ihr euer Aqara-Konto mit Alexa. Nachdem das Konto hinzugefügt ist, könnt ihr über die Kamera auf die Live-Ansicht zugreifen und auf die Mikrofone sowie die Lautsprecher. Den Scheinwerfer könnt ihr hier ebenfalls manuell steuern oder mit Routinen. Die Einbindung in Google Home erfolgt ähnlich wie bei Alexa. Wir fügen ein neues Gerät hinzu, wählen dann Funktioniert mit Google Home, suchen nach Aqara und verknüpfen wieder das Aqara-Konto. Anschließend werden wir wieder alle Geräte eingebunden. Hier wählt ihr den Raum des Geräts und fertig. Nun könnt ihr den Scheinwerfer wieder aus der App steuern, aber eine Live-Ansicht der Kamera bietet Google leider nicht. Hierzu benötigt ihr einen Google Speaker mit Display, um darauf zugreifen zu können. Um die Kamera in Apple Home einzubinden, geht ihr auf Gerät hinzufügen und scannt dann den QR-Code auf der Unterseite. Warten Sie bitte auf die Netzwerkverbindung. Das Konto ist erfolgreich verbunden. Willkommen an Bord. Nun wählt ihr den gewünschten Raum aus, vergebt der Kamera einen Namen. Hier wählt ihr nun, wann die Kamera aufzeichnen soll. In meinem Beispiel soll sie nicht aufzeichnen, wenn wir zu Hause sind, sondern nur, wenn wir nicht zu Hause sind und Bewegung erkannt wird. Hier seht ihr weitere Details der Kamera und Vorschläge für Automatisationen. Und schon ist die Kamera eingebunden. Klickt ihr auf die Kamera, seht ihr ein Live-Bild. Außerdem könnt ihr auch den Scheinwerfer manuell steuern oder per Automation. Im unteren Bereich könnt ihr auch durch die Kamera sprechen. Die integrierten Lautsprecher der Kamera sind wirklich gut. Die Lautstärke kann man in der App regulieren und die Kamera bietet außerdem eine Zwei-Wege-Audiofunktion an. Das bedeutet, man kann hören oder auch, wie jetzt in meinem Beispiel, auch durch die Kamera sprechen. Fazit: Aqara hat wirklich abgeliefert. Für 35 € ist diese Kamera wirklich ein No-Brainer. Sie bietet durch die verschiedenen Montagearten und auch die Möglichkeit, sie dank IP65 als Autokamera verwenden zu können, eine große Flexibilität. Aber auch der integrierte Scheinwerfer ist wirklich sehr praktisch, vor allem wenn ihr den mit Bewegungsmeldern koppelt. Auch sehr gut gefallen hat mir das breite Sichtfeld von 140 Grad und die Auflösung ist für diesen Preis wirklich gut. Das war's mit diesem Video, bis zum nächsten Mal. Ciao.